Wir singen die erste und die dritte Strophe 830. Der Heiland ist erstanden, befreit von Todesbanden, der als ein wahres Osterlamm für uns den Tod zu leiden kam. Halleluja. Der Sieger führt die Scharen, die lang gefangen waren, in seines Vaters Reich empor, dass Adam sich und uns verlor. Halleluja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, der uns nicht als Weisen zurücklassen wird, seinen Beistand senden wird, sei mit euch. Ein herzliches Guten Morgen, meine Lieben. Und wir sind in der letzten Woche der Livestreaming unserer täglichen Messen. Und wir wollen eben wir freuen uns auf Montag, ab Sonntag, wir Angesicht zu Angesicht zu sehen zu können. Bevor wir heutige Gottesdienst begehen, wollen wir Gott bitten um Verzeihung für unsere Sünden. Herr Jesus Christus, du gibst den Aposteln Mut, Dörfer zu gehen mit deiner frohen Botschaft. Herr, erbarme dich unser. Du ladest uns auch ein, den Apostelschar mitzumachen. Christus, erbarme dich unser. Du wirst zum Vater heimkehren, um für uns einzutreten. Herr, erbarme dich unser. Nach Lass, Verzeihung und Vergebung gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes hast du uns neu geschaffen für das ewige Leben. Festige uns im Glauben und in der Hoffnung, damit wir die Erfüllung deiner Verheißung voll Zuversicht erwarten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Heute habe ich nicht außergewöhnlich über Apostelgeschichte zu berichten, außer dass die Apostel ununterbrochen in verschiedenen Städten unterwegs waren mit die frohe Botschaft des Herrn, aber auch mit der Freude, die aufgenommene, aber auch abgelehnte Trauer um Abgelehnte. Kapitel 14, 19 aufwärts. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen kamen Juden von Antiochia und Ikonion und überredeten die Volksmenge. Und sie steinigten den Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus, in der Meinung, er sei tot. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am anderen Tag zog er mit Barnabas nach Derbe weiter. Als sie diese Stadt das Evangelium verkündeten und viele Jünger gewonnen hatten, kehrten sie nach Lystra, Ikonion und Antiochia zurück. Sie sprachen den Jungen Mut zu,
und ermahnten sie, treu am Glauben festzuhalten. Sie sagten, durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen. In jeder Gemeinde bestellten sie durch Handauflegung Älteste und empfahlen sie mit Gebet und Fasten dem Herrn, an den sie nun glaubten. Nachdem sie durch Pisidien gezogen waren, kamen sie nach Pamphylien, verkündeten in Perge das Wort und gingen dann nach Attalia hinab. Von dort führen sie mit dem Schiff nach Antiochia, wo man sie für das Werk, das sie nun vollbracht hatten, der Gnade Gottes empfohlen hatte. Als sie dort angekommen waren, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten alles, was Gott mit ihnen zusammengetan und dass er den Heiden die Tür zum Glauben geöffnet hatte. Und sie blieben noch längere Zeit bei den Jungen. Wort des lebendigen Gottes. Wir singen die 5. und 6. Strophe von 830. Mein Glaube darf nicht wanken, o tröstlicher Gedanken. Ich werde durch sein Auferstehen gleich ihm aus meinem Grabe gehen. Halleluja, 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 Halleluja. Wie du von Tod erstanden bist, lass uns erstehen, Herr Jesus Christ. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt hingibt. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte, ich gehe fort und komme wieder zu euch zurück. Wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn Vater ist größer als ich. Jetzt schon habe ich euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt. Ich werde nicht viel zu euch sagen, denn es kommt der Herrscher der Welt. Über mich hat er keine Macht, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater aufgetragen hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Die Botschaft des Evangeliums, meine Lieben, ist eine gewisse Vorankündigung von Jesus selbst auf sein Himmelfahrt, den wir eben Donnerstag in einer Woche dann feiern werden, und gleichzeitig auch auf Pfingsttag, wo der Beistand, der Heilige Geist, herabkommen wird auf seinen Gläubigen. Heutige heilige Messe wird aufgeopfert für verstorbenen Peter Pokorny,
also Vater von unseren lieben Martin und seine Tante Silvia Frank. Zum Gabenbereitung singen wir 760. Wir singen die erste und die dritte Strophe. Nimm an die Gaben, die wir dir bringen, nimm unsere Gaben an. Die Früchte der menschlichen Arbeit, nimm unsere Gaben an. Wandle diese Gaben zum Leben für die Welt, Zeichen deiner Liebe, die die Welt erfüllt. Mit diesen Gaben nimm auch uns selber, nimm unsere Gaben an. Lass uns für viele zum Lebensbrot werden, nimm unsere Gaben an. Wandle diese Gaben, Leben für die Welt, Zeichen deiner Liebe, die die Welt erhält. Zum Sanctus singen wir 408. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Übel. Erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater, im Himmel und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn entstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seiner und dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn,
Freuet euch seiner und dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn. Du bist heilig, großer Gott. Du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen bist du und dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und um uns sich versammelt, mal der Liebe. Wie den Aposteln deutet er uns die Schrift und bricht das Brot. So bitten wir dich, gütiger Vater. Sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Erheilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim das Brot, sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, durch die Teilnahme an diesem Mahl stärke uns in der Einheit. Lass uns in Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, Bischof Christoph und mit deinem ganzen Volk in Vertrauen und Hoffnung deine Wege gehen und für alle eine Quelle der Freude und Zuversicht sein. Vater, erbarme dich unseren verstorbenen Vater Peter Pokorny und unsere verstorbene Tante Silvia Frank. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser Weg zu Ende geht, nimm auch uns auf in dein Reich. Und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, Josef, Johannes der Täufer, Maria von Magdala, Apostel und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sind wir mit Christus gestorben, so spricht Paulus,
so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Halleluja. Heute dürfte ich mit meinen Mitbrüdern eine Besprechung halten, aber auch um einzuteilen zu lassen, wer welche Messen wo feiern wird, gerade in Zeiten wie diese, wo alles nicht so wie es früher war, zumindest bis Ende Juni, die wir auch uns selber adaptieren müssen mit der Situation. Aber merkt man auch, dass die Zeit vergeht. Wir singen 907, erste und die dritte Strophe. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Es gibt Tage, die scheinen ohne Sinn. Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen hin, und ich frag, wo sie geblieben sind. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein
ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Eines geht nicht spurlos vorüber, nämlich als ich diese Messeintention feierte, ganz besonders auch für verstorbene Peter Pokorny, dass der Martin nur eine enge Verwandtschaft hat, nur gezielt Hand auf die Hand. Aber eben als Peter Pokorny starb, kam er mit seiner Mutter, die auch unmittelbar danach starb, in Pfarrkanzlei, und um eben quasi die Seelenmesse zu feiern. Und seitdem kenne ich ihn so über viele Jahre jetzt mittlerweile, weiß ich nicht wie viele, mindestens 14, denke ich mir. Und ja, ich weiß nicht, wie Martin seine kirchliche oder pfarrliche Engagement davor, aber danach, ab diesem Tag, ist, wir wissen schon, alltäglich oder allwochentlich, wie sein Engagement für unsere Pfarre ist und seine selbstlose Liebe. Manchmal etwas zu viel, aber es war nie wenig, und das ist das Wichtigste. Und ja, wir wünschen an dieser Stelle auch für ihn viel Kraft und viel Freude am Leben. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Wir singen zu Maria 531 und die erste und die dritte Strophe. Sagt dann, wer ist doch diese, die auf am Himmel geht, die überm Paradiese als Morgenröte steht. Sie kommt hervor von ferne, es schmuckt sie Mond und Sterne, die Braut von Nazareth. Sie strahlt im Tugendkleide, kein Engel gleichet ihr, die Reinheit ihr Geschmeide, die Demut im Erziehen, ein Blumengart wird verschlossen, mit Himmelstau begossen, so blühte sie für. Bleibet hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Und bleibt gesund, wir sehen uns morgen um 11 Uhr.